Also, wie war das bei mir damals, 9. November 89? Weiter westlich hätte man fast gar nicht sein können. Ich war an der Westküste der USA in San Francisco. Wie ist das passiert? Mir ist es halt geglückt, abzuhauen. Und zwar war das 78 durch die Spree geschwommen. Da will ich aber jetzt nicht weiter darauf eingehen. Hab's jedenfalls geschafft, glücklicherweise. Hab die Westberliner wilden Zeiten miterlebt, der 80er Jahre. Ja, und dann habe ich Lust gehabt, noch so ein bisschen die Welt kennenzulernen. War in Frankreich, habe da meine Frau kennengelernt, Amerikanerin, und die brachte mich dann in die United States of America. Hat mir ganz gut gefallen da drüben. Hatte eigentlich auch gedacht, dass ich da bleiben werde, aber wer so in meiner Generation groß geworden ist und Ost- und West-Berlin so gut kennengelernt hat, der verliert die Stadt eigentlich nie so richtig in seinem Herzen. Insofern war ich immer irgendwie so ein bisschen verbunden natürlich mit der ganzen Sache. Tja, und dann passierten so ein paar Dinger. 87 war Tschernobyl, dieser komische Atomunglück. Und ich als Ossi habe mir so überlegt, was muss das für ein Gefühl sein, da im Osten zu leben, nicht rauszukommen. So eine wirtschaftlicher Glaubwürdigkeit war damit, glaube ich, auch vollkommen weg. Kommt ja mal darauf an, was man glaubt. Insofern habe ich so was geahnt, aus der Entfernung heraus. Alle sagen ja, das kam so überraschend. War sicherlich auch, aber so eine Ahnung kam mir schon 87, dass da was im Busche ist. Naja, und dann hatten wir ein Erdbeben in San Francisco. Da hat es sogar mal eine Freundin von mir aus dem ehemaligen Osten, also aus dem Osten halt, geschafft, von der DDR mich in San Francisco anzurufen, weil sie sich Sorgen gemacht hat, dass mir irgendeine Klamotte auf den Kopf gefallen ist. War sehr verwundert. Wann bist du im Westen? Ich dachte, nee, aber ich bin durchgekommen. Ich sagte, du pass auf, hier ist alles in Ordnung. Mit dem Erdbeben ist ja ein Süd gelaufen. Hier da drüben müsst ihr aufpassen. Ihr habt wahrscheinlich ein politisches Erdbeben, was da bald passieren wird. Und sie konnte dann nur lachen. Sie sagte, nee, bei uns ist gerade Grenz rangekommen und da passiert nichts. Na, pass mal auf, da passiert vielleicht doch noch was. Aber wie gesagt, das war 89, im Oktober übrigens. Und dann kam dieser 9. November. Eigentlich war es ja der 10. 9. November hat ich noch nicht wahrgenommen, weil da kam diese Nachricht wohl. Und in Amerika hat man dann erst am 10. gemerkt, dass die Mauer gefallen ist. Ja, ich sehe das im Fernsehen. Für mich war das irgendwie so, als wenn da jetzt ein Film läuft oder so. Also das war so ein bisschen wie 9/11. Das habe ich nur am Radio gehört. Da dachte ich, da läuft irgendwas. Ist das denn wahr? Ich hatte nämlich noch keinen Fernseher, den da in Berlin gezogen. Und hier war das ähnlich. Erst ist das ein Film? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, Wahnsinn oder sowas. Jedenfalls, Freunde riefen mich an aus St. Louis, aus vielen Städten der USA und sagten, Mensch Peter, du musst unbedingt rüber. Die wussten alle, ich bin aus dem Osten. Und ich sage, naja, warte mal. Und jedenfalls am nächsten Tag kam dann die Zeitung San Francisco Chronicle und dann schlag die auf und sie hat immer mit Druckerschwärze geschrieben. Ich muss sagen, ich musste heulen plötzlich. Ich habe mich irgendwie dann doch mich überwältigt sozusagen, wie man so schön sagt. Ja, und da bin ich rübergeflogen. Da war ich dann vielleicht so am 15. rum in Berlin gelandet, Tegel. Ja, West-Berlin halt. In der Zeit war die Hölle los. Also du bist ja nicht in den Osten rübergekommen, weil die Strömung aus dem Osten in Richtung Westen, die war so stark, dass du kaum durchgekommen bist. Irgendwie bist du dann doch durchgekommen, aber am Ende war das so ein Durcheinander. Ich meine, das war irre. Ja, was soll ich sagen? Das war mein Erlebnis vom 9. November. Ich habe das nie vergessen. Und das hat mich wahrscheinlich auch dazu angetrieben, irgendwie doch aus der USA wieder wegzugehen und nach Deutschland zurückzukommen. Und jetzt bin ich hier in Berlin, in meiner Heimatstadt, wohne in Mitte, so zwischen Ost und West, nicht weit von meinen alten Gebieten. Ja, und freue mich, die Stadt zeigen zu können, wie sie heute ist. Unser wiedervereinigtes Berlin. Und unser Land. Immerhin sind ja 2 Sachen untergegangen. Die DDR ist untergegangen, aber auch unser Westberlin. Und wer davon erzählen kann, ja, das bin ich zum Beispiel. Super, danke.